Der Hitler-Stalin-Pakt spielt eine wichtige Rolle beim Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Worum es dabei genau geht, das erkläre ich euch jetzt. In der Nacht vom 23. auf den 24. August 1939 unterzeichnen Hitlers Außenminister Joachim von Ribbentrop und Stalins Außenkommissar Wjatscheslaw Molotow den sogenannten deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakt. Ihr seht das hier auf dem Bild. Da unterschreibt Molotow den Pakt. Hinter ihm steht Ribbentrop. Der Mann, der als einziger ein weißes Oberteil trägt, ist Josef Stalin, der Diktator der Sowjetunion. Was steht drin in diesem Vertrag? Die beiden Vertragspartner, das Deutsche Reich und die Sowjetunion, verpflichten sich gegenseitig, keine Gewalt anzuwenden. Außerdem bleiben sie neutral, wenn einer der beiden mit einem anderen, dritten Staat Krieg führt. Es steht sogar drin, dass sie keinem Bündnissystem beitreten werden, das sich gegen den anderen Vertragspartner wendet. Ganz konkret also, Hitler und Stalin sichern sich gegenseitig zu, dass sie sich nicht in die Quere kommen. Das ist doch eigentlich eine großartige Sache. Die beiden Mächte Europas, die sich wegen ihrer Ideologie, wegen ihrer Weltanschauung besonders feindlich gegenüberstehen, vereinbaren, untereinander Frieden zu halten. Naja, so großartig ist es nicht, denn dieser Vertrag bedeutet eben auch, wenn Deutschland Polen überfällt, dann hält sich die Sowjetunion raus. Sie wird nicht mit den Westmächten gegen Hitler vorgehen. Damit hat Adolf Hitler freie Hand, den Krieg, den er schon lange plant, vom Zaun zu brechen. Er muss keine Angst davor haben, wie im Ersten Weltkrieg in einen Zwei-Fronten-Krieg unterzugehen. Damals kämpfte die Armee gleichzeitig an der Westfront in Frankreich und Belgien und an der Ostfront in Russland. Diesen Krieg hat Deutschland bekanntlich verloren. Als wäre das nicht schon schlimm genug, gibt es zu dem Vertrag noch ein geheimes Zusatzprotokoll. In diesem stecken die beiden Mächte ihre Interessensphären ab. Das heißt ganz einfach gesagt, wir ziehen auf der Karte einen Strich durch Osteuropa und vereinbaren, links davon, also im Westen, dürfen die Nazis tun, was sie wollen, rechts davon, also östlich, die Sowjets. Nur eine Woche nach dem Abkommen überfällt die deutsche Wehrmacht Polen. Die Rote Armee der Sowjetunion marschiert gut 2 Wochen später in Ostpolen ein und besetzt den Teil, den sich Stalin vertraglich gesichert hat. Der Hitler-Stalin-Pakt ist ein ganz wichtiges Ereignis und für Hitler der letzte Schritt auf dem Weg zum Zweiten Weltkrieg. Und gerade weil dieser Pakt für den Zweiten Weltkrieg so wichtig ist, gibt es auch eine ganze Menge politische Karikaturen von Hitler und Stalin, die euch vielleicht im Schulunterricht begegnen können. Das hier zum Beispiel ist eine französische Karikatur aus dem Jahr 1947. Links seht ihr Hitler und rechts Stalin. Die beiden teilen die Welt unter sich auf und scheinen zufrieden mit ihrem Deal, aber ihr dürft nicht vergessen, dass es hier um einen Pakt zwischen 2 Diktatoren geht, die eigentlich total verfeindet sind. Die Juristen kennen den Grundsatz Pacta sunt servanda. An geschlossene Verträge muss man sich halten. Hitler sieht das nicht so. Etwas mehr als ein Jahr nach Unterzeichnung des Hitler-Stalin-Pakts erlässt er die Führerweisung Nummer 21. Damit beginnen die Planungen für den als Unternehmen Barbarossa bezeichneten Überfall auf die Sowjetunion. Nicht einmal 2 Jahre nach der Vertragsunterzeichnung beginnt der Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion. Da sieht man es mal wieder. Der Text eines Vertrags kann noch so gut klingen, wenn diejenigen, die ihn schließen, böse Absichten haben, ist auch der Vertrag nur zum Bösen gut. Das war es in aller Kürze zu diesem Thema. Wenn ihr mehr über den Krieg und über das sogenannte Dritte Reich erfahren wollt und vor allem die Zusammenhänge verstehen wollt, dann abonniert den Kanal einfach. Hier gibt es eine ganze Menge Videos. Es kommen auch noch weitere dazu. Wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie einfach unten in den Kommentaren. Danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.